Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 12 2024 mit Indiana Jones. Das hier, das ist meine 15. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 12 1994. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Man muss zu diesem Cover gar nicht viel sagen. Magic Carpet ist dick und groß vorne drauf abgebildet. Das Spiel des Monats und sicher einer der Grafikbrenner im Jahre 1994. Aber es gibt noch andere tolle Spiele, nämlich Legend of Kyrandia 3 ist mit dabei, Master of Magic, mir völlig unbekannt, trotzdem werfen wir einen Blick drauf und der 3DO Blaster als Hardware-Neuheit in diesem Heft. Und ich habe noch etwas gefunden beim Durchblättern, nämlich den alten Kassenzettel. Er ist kaum noch zu erkennen, wenn man ihn ein bisschen retuschiert, dann kann man es noch lesen. Und zwar gekauft wurde dieses Heft am 9.11.1994 für genau 7 D-Mark. Gegeben 10, Rückgeld 3. Oh mein Gott, ist das lange her. Schauen wir mal rein. Ein Blick in die PC Games ist ja auch immer ein Blick in die Vergangenheit. Und was für ein Blick. Hier schaut mal diese Video-Fernseh-Kombination von Amstrad. Oh mein Gott, das ist wirklich lange her. Und ganz ehrlich, das ist wirklich Hardware, nämlich VHS. Der trauere ich überhaupt nicht mehr nach. Nein, kein einziges Stück. Aber es war auf jeden Fall spannend. Aber apropos alte Hardware, hier ist eine große Werbung für die neue PC Games Ausgabe mit CD-ROM und tatsächlich ist das hier meine allerletzte Ausgabe, die ich noch gekauft habe, mit einer Cover-Disc. Danach gehen wir über in die Ära der CD-ROMs, die vorne angeheftet sind und da kam natürlich dann viel, viel mehr Material drauf, ne? Es waren viel mehr Demos, es waren Patches, all das, was man ebenso auf eine CD-ROM draufkriegt. Und auf eine 1,44 MB HD-Diskette eben nicht. In der letzten Ausgabe gab es hierzu bereits einen kleinen Vorschaukasten. Diesmal ist ein ganzer Bericht drin, nämlich für Little Big Adventure. Da wollen wir uns auch gar nicht lange damit aufhalten, denn im nächsten Heft wird dazu bereits der Testbericht kommen. Das heißt, da werfen wir dann einen ausführlicheren Blick auf dieses tolle Spiel aus einer französischen Software-Schmiede und ja, da werden wir sehen, warum Little Big Adventure ganz definitiv zu meinen persönlichen Spieleperlen aus dieser Zeit zählt. Und noch ein Vorschaubericht, auch diesen schauen wir uns nur ganz kurz an, nämlich für Extatica. Extatica war ja in der letzten Ausgabe das Covermotiv, dort auch wieder nur mit einer Seite, die ein bisschen Lust gemacht hat. Dieses Mal ein großer Vorschaubericht mit mehr Details über das Spiel und in der nächsten Ausgabe wird dann tatsächlich der Testbericht kommen von Extatica. An Extatica habe ich vor allem eine Erinnerung, nämlich, dass es einfach bockschwer war. Oder ich war einfach sauschlecht. Und dann kommt ja auch schon der große Testbericht zu Magic Carpet, auch wenn die PC Games hier irgendwie eine Seite nur mit dem Covermotiv vollgeklatscht hat, da hätten sie doch besser noch ein paar Screenshots untergebracht. Aber hier geht es dann endlich los mit dem richtigen Testbericht, mit Screenshots aus dem wirklich beeindruckenden Intro. Und hier unten die 3 Grafikmodi, die man auswählen kann, ganz normal. Den Cyan-Rot-Stereo-3D-Modus und diesen das magische Auge-Stereogramm-Modus, den wahrscheinlich niemand jemals zum Spielen benutzt hat, wenn er überhaupt in der Lage war, etwas zu sehen. Ein wirklich beeindruckendes Spiel zur damaligen Zeit, Magic Carpet aus dem Hause Bullfrog. Bullfrog überhaupt ein Garant für richtig gute Spiele in dieser Zeit. Und wer Bock hat, kann ja mal in mein Gameplay-Video reinklicken, das ich von Magic Carpet gemacht habe. Ich muss sagen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es war zur damaligen Zeit definitiv ein größeres Highlight, als es jetzt noch ist. Grafisch natürlich damals ohne jeden Zweifel absolut krass. Sound toll, Story toll. Allein das Handling eines fliegenden Teppichs war schon wirklich ungewöhnlich. Ja, die Sichtweite ist nicht mehr ganz so prickelnd beim Spielen, also nun ja. Heute nicht mehr ganz das Spiel, das es mal war, aber damals definitiv den Titel Spiel des Monats mehr als verdient. Point-and-Click-Adventures waren damals wirklich das, was ich extrem gerne gespielt habe, was ich verschlungen habe, eins nach dem anderen. Und es gab ja nicht nur Sierra oder LucasArts, nein, es gab auch noch die Westwood Studios, die mit Legend of Kyrandia eine wirklich tolle Trilogie geschaffen haben. Teil 1, dann Teil 2, Hand of Fate und hier dann mit Teil 3, Malcolm's Revenge
ein würdiger Abschluss dieser Trilogie. Die Rätsel nicht immer ganz astrein, ein paar Sachen waren etwas nervig, aber grafisch absolut richtig gut. Das war toll gezeichnet, tolle Hintergründe, tolle Zwischensequenzen. Also, ich habe dieses Spiel wirklich in liebevoller Erinnerung. Ich muss sagen, ich war damals etwas skeptisch, ob es denn Spaß macht, überhaupt mit Malcolm zu spielen, der ja der Gegenspieler in den vorigen Spielen war. Und ja, der Wechsel auf die Seite des Bösen, ob das funktioniert, war nicht ganz klar. Andererseits, mit TIE Fighter hat man ja auch sich in den Sitz eines Imperialen geschwungen und das hat extrem viel Spaß gemacht. Und auch Legend of Kyrandia 3 war adventure-technisch einfach ein total schönes Spiel, an das ich sehr, sehr gern zurückdenke. Master of Magic auf dem Cover und das hatte ich tatsächlich weder in der Hand, noch hat es irgendeiner meiner Freunde gespielt, noch kann ich mich an dieses Spiel erinnern. Deshalb kann ich euch da überhaupt nichts dazu sagen, außer eben den Testbericht in die Kamera zu halten. Vielleicht hat es ja einer von euch gespielt, schreibt mir doch was in die Kommentare. War es gut, war es schlecht, hat Spaß gemacht? Ist es vielleicht sogar einen Blick heute noch mal wert, wenn man es denn irgendwo bekommt? Das würde mich dann doch interessieren. Es hat auf jeden Fall einen sehr ausführlichen Test bekommen, passiert nicht mit allen Spielen. Ich musste ja gerade eben feststellen, dass Magic Carpet allein eine Seite nur mit dem Covermotiv bedeckt ist. Also offensichtlich hatten sie dieses Spiel in der Redaktion durchaus gerne und wollten ihm einen entsprechenden Platz bieten. So ist doch Petra Mauerröder voll des Lobes für Master of Magic. Nun ja, ich muss einfach mal gucken, vielleicht finde ich über dieses Spiel ja etwas. Oder wie gesagt, schreibt mir was unten rein. Vielleicht hat es ja einer von euch mal gespielt. Hier eine tolle Werbeanzeige für den CH Flight Stick. Das war ein Joystick, den viele meiner Kumpels damals hatten. Vor allem natürlich die irgendwelche Simulationen gespielt haben. Ich hatte den hier tatsächlich nie in der Hand, aber ich habe hier unten den kleinen Bruder davon, den CH Mach 2. Und das war mein absolut treuer Begleiter in allen Spielen, sei es nun X-Wing, TIE Fighter, Wing Commander. Den habe ich wirklich überall benutzt und tatsächlich ist er auch jetzt in den meisten Gameplay-Videos immer noch mit dabei und er funktioniert wie am ersten Tag. Mensch, das war mal noch Hardware von richtig guter Qualität. Von Doom hat die PC Games in dieser Zeit überhaupt nicht mehr öffentlich geschrieben. Man hat es immer nur noch XXXX genannt. Es war zu dieser Zeit dann bereits indiziert. Es hieß zwar nicht, dass es nicht mehr gekauft werden kann, aber es durfte eben nicht mehr öffentlich beworben werden. Und dementsprechend haben die meisten Spielezeitschriften darauf verzichtet, dieses Spiel beim Namen zu nennen. Aber XXXX, da wussten einfach alle, worum es geht. Hier nun der Nachfolger Doom 2 Hell on Earth und war doch die Euphorie beim ersten Spiel noch sehr groß, weil es einfach eine wahnsinnig schnelle, unfassbar geniale Grafik hatte zu der Zeit. So war der Enthusiasmus bei Hell on Earth dann nicht mehr ganz so groß. Es war doch mehr Upgrade statt neues, innovatives Spiel. Und auch Petra Mauerröder schreibt hier unten, dass sie sich doch mehr erwartet hätte von diesem zweiten Teil dieses legendären Shooters, dass sie eigentlich mit dem ersten Teil und einer ganzen Reihe von Zusatzlevels dann immer noch deutlich mehr Spaß hat. Ja, das war wirklich so, ne? Für Doom 1 hat man wahnsinnig viele Zusatzlevel bekommen. Das heißt, der Spaß war eigentlich nahezu unendlich. Den zweiten Teil hat man kaum gebraucht. Witzigerweise hat mir einer meiner Zuschauer mit dem Namen Works Aufnahmen seiner Spielepackung geschickt und zwar von Doom 2 und sie ist noch original verschweißt. Oh mein Gott, das ist ja genial. Original verschweißtes Doom 2. Vielleicht ist es ja tatsächlich was wert. Oh. Für die Simulationsfans ist dieses Mal auch wieder etwas geboten, nämlich Transport Tycoon. Eines der Spiele, die ich nicht selber gespielt habe, weil ich einfach für Strategie, Simulation und so überhaupt nicht geschaffen war. Aber ich hatte einen guten Freund, der hat diese Spiele geliebt und dem durfte ich dann immer über die Schulter schauen. Ja, so war das, ne? Wir haben uns damals tatsächlich noch vor dem Rechner versammelt, um gemeinsam zu spielen. Vor allem beim Amiga war das bei mir der Fall, weil ich hatte keinen, aber meine Freunde hatten einen. Ich musste ganz lang mit dem C64 auskommen, bis dann eben der 486er kam. Aber auch bei dem PC war das immer noch so, dass man sich gemeinsam die Spiele angeschaut hat. Und einfach deshalb ist mir Transport Tycoon in guter Erinnerung geblieben und es war auch wirklich zu der Zeit eines der offensichtlich besseren Simulationsspiele, die man bekommen konnte.
Im Bereich Rennspiele hat Papyrus nachgelegt und zu IndyCar Racing noch den Nachfolger NASCAR Racing rausgebracht. Das habe ich auch gespielt. Ich muss gestehen, mit NASCAR Racing wurde ich nie so richtig warm. Erstens hat es doch deutlich höhere Systemanforderungen mitgebracht. Das heißt, es lief bei mir nicht mehr ganz so wahnsinnig gut und außerdem kam ich mit dem Rundkursfahren überhaupt nicht zurecht. Ja, die Rundkurse waren auch bei IndyCar Racing für mich schon immer die Sachen, die ich eigentlich weniger gern gespielt habe. Und eben NASCAR Racing, das war tatsächlich dann nicht mehr ganz so meines. Es war beeindruckend, was die Grafik angeht, wenn man denn einen Rechner hatte, auf dem es lauffähig war. Aber meins war es tatsächlich nicht so wirklich. Es ist ja auch eine Vergleichsbox, NASCAR Racing, IndyCar Racing und man sieht an den Punkten, IndyCar Racing hat für die PC Games dann doch ganz leicht die Nase vorn. Man merkt, Weihnachten stand damals vor der Tür, es waren ein Haufen gute Spiele in dieser Ausgabe hier. Das ist mir natürlich auch in Erinnerung geblieben, weil ich Adventures einfach geliebt habe. Die Höhlenwelt-Saga aus einer deutschen Software-Schmiede, ein wirklich wunderschönes Adventure. Es konnte natürlich nicht ganz mit den LucasArts-Titeln mithalten, trotzdem war es auf jeden Fall einen Blick wert. Und gerade die Grafik fand ich einfach toll damals. Ja, man sieht es hier auf den Screenshots, wirklich wunderschön gezeichnete Hintergründe. Also das war schon eine Perle. Und gerade Spiele aus Deutschland waren ja zu der Zeit eher Mangelware, was sich übrigens bis heute, wenn man es genau überlegt, eigentlich ja nicht wirklich verändert hat. Wir schauen auf die Spielecharts, die haben ein optisches Upgrade bekommen. Wie sieht's denn aus diesen Monat? Bundesliga-Manager Hattrick ist auf Platz 1, TIE Fighter abgerutscht auf 2, FIFA International Soccer Hanse, die Siedler, Theme Park, SimCity 2000 ist noch da, BattleAll 2 ist noch da, Pizza Connection, 1942 Pacific Air und Pacific Strike sind ebenfalls immer noch da und kämpfen miteinander. IndyCar Racing hat eine Zusatzdiskette bekommen. X-Wing auf Platz 17 immer noch und zwar im 20. Monat. X-Wing 20 Monate in den Charts. Wow. Sam & Max, der Clou, ist auf Platz 2. Bei den CD-ROM-Charts sieht es immer noch so aus, dass Rebel Assault immer noch auf Platz 1 steht. Rebel Assault hat sich einfach auf Platz 1 gehalten. Es war eben das CD-ROM-Verkaufsspiel schlechthin. Mein Gameplay-Video hat es gezeigt, es ist nicht ganz so gut gealtert, wie man meinen möchte. Theme Park auf Platz 2, BattleAll 2 auf Platz 3, Outpost Sam & Max BattleAll 2. Dann hier noch Myst ist neu dabei, Mega Race und Anstoß, die World Cup Edition, ist auch noch mit dabei. Und natürlich schauen wir auch wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossi Rossiert. Und es ist mir wieder ein Leserbrief aufgefallen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Da geht es mal wieder um Hardware der damaligen Zeit. Es ist einfach herrlich. Wahre Freunde. Hallo PC Games, ich habe ein kleines Problem und hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe mir vor 2 Wochen von einem Freund einen PC gekauft, den er mir aus Freundschaft für 800 D-Mark überlassen hat. Jetzt habe ich mir das Spiel Sam & Max gekauft, aber es lässt sich nicht installieren. Ich schiebe die Diskette ein, tippe Dir und erhalte nur eine Fehlermeldung. Als ich das Spiel zum Händler zurückbrachte, probierte er es aus und es funktionierte einwandfrei. Er konnte mir nicht weiterhelfen. Hoffentlich könnt ihr es. An meinen Freund kann ich mich leider nicht wenden, weil der umgezogen ist. Der hat sich aus dem Staub gemacht, pass auf. Da ich selbst von Computern noch nicht so viel Ahnung habe, frage ich euch jetzt, warum das Spiel nicht läuft. Meine Hardware, nach Handbuch, XT 8086, 8 MHz, 640 KB RAM, 3,5 Zoll Laufwerk, 720 KB, Epson FX 80. Ich hoffe, ihr könnt mir sagen, wie ich das Spiel zum Laufen bekomme. Der Rainer antwortet natürlich dementsprechend, so gern ich dir helfen würde. Ich kann dir leider nur den Rat geben, dir deine Freunde sorgfältiger auszusuchen. Der Typ hat dir einen uralten XT ohne Extras. Wenn man einmal von einem billigen neuen Nadeldrucker absieht, viel zu teuer verkauft. Sam & Max werden leider niemals auf dieser Kiste ihr Unwesen treiben und das hat verschiedene Gründe. Zum einen benötigt es mindestens einen 386er. Der Nachfolger deines Rechners war ein AT286, dessen Nachfolger der 386. Deutlich mehr Speicher, als dir zur Verfügung steht und dein Laufwerk kann nur Disketten mit 720 KB, in Klammer DD, lesen. Nötig wäre aber ein HD-Laufwerk, das 1,44 MB lesen kann. Darauf hätte dich dieser Minuskumpel aber hinweisen sollen. Wenn du Spiele dafür kaufen möchtest, solltest du unbedingt nachfragen, ob sie auch auf einem XT funktionieren. Leider wirst du ziemlich überrascht sein, wie selten du eine positive Antwort bekommst.
Ja, also Ende 94 einen XT zu haben und dafür noch Spiele zu bekommen, ich glaube, das war tatsächlich denkbar schwer. Herrlich, ich liebe diese Leserbriefe und lieber Rainer, falls du das hier siehst, wir vermissen dich alle und denken wahnsinnig gern an diese tolle Zeit von dir und der PC Games zurück. Bei der Hardware-Vorschau gibt es einen witzigen Artikel, nämlich hier von Logitech kommen neue Mäuse und jetzt schaut euch mal diese Designs an und vor allem diese Form. Ja, das waren sie damals, ne? Die Logitech 3-Tastenmäuse. An die erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut. Und unfassbar lange her sind auch die PCs von Vobis, die man kaufen konnte. Und hier ist einer der Vertreter dieser Zeit, von denen ich wirklich nur träumen konnte. Hier schaut euch mal dieses System an, ein Pentium-System. Was ist drin? 16 MB RAM, 420 MB Wechselplatte, Soundkarte, Lautsprecher, CD-ROM-Laufwerk und ein 17 Zoll Monitor. Oh mein Gott, 17 Zoll, wie unfassbar groß war das denn? Was hat er gekostet? Knapp 6.500 D-Mark. Wow. Umgerechnet inflationsbereinigt dürften das etwa tatsächlich um die 6.500 € sein. Ein kurzer Blick noch auf die Hardware-Section, nämlich die Vorschau auf den 3DO Blaster. Das ist tatsächlich ein Stück Hardware, was völlig an mir vorbeiging. Erstens hat es mich nicht wirklich interessiert und außerdem hat dieses Ding ja tatsächlich fast 900 D-Mark gekostet. Das war für mich damals völlig ausgeschlossen. Und wenn ich mir so die Hardware anschaue, die man da einbauen muss, schaut mal hier, diese Steckkarten und ein neues CD-ROM-Laufwerk und. Ich glaube, ich hätte es gar nicht untergebracht in meinem Gehäuse. Wir hatten da so einen Desktop, auf dem der Monitor stand. Also, nee, keine Chance. Ich glaube, das hätte nie und nimmer funktioniert. Hatte jemand von euch den 3DO Blaster und kann darüber was sagen? Das würde mich dann doch interessieren. 3DO Blaster, hatte den jemand? Wir schauen auf die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Der Testbericht zu Ecstatica. Oh, endlich geht es los mit Ecstatica. Wunderschön, pfeilschnell, aber bockschwer. Dann Wings of Glory. Rise of the Robots kommt. Oh mein Gott, wird's endlich wahr, dass Rise of the Robots, eines der meist gehypten Games, endlich in den Testbericht kommt? Ich bin gespannt. Computer 94, eine Messe in Deutschland, denn auch in Deutschland kam man endlich auf den Geschmack. Und Woodruff and the Snibble of Azimuth auf der Adventure-Seite. Da ist sie schon, die Ausgabe 1, 1995. Damit wird es weitergehen und man sieht direkt hier, großer Platz für eine CD-ROM. Die erste Ausgabe, die ich mir gekauft habe, mit einer CD-ROM auf dem Cover. Und man sieht es direkt, es geht um Creature Shock. Zu dem Zeitpunkt dachten wir, das wäre richtig tolle Grafik. Heute wissen wir, dass das nicht mehr so ist. Aber wir wussten es ja nicht besser. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Ausgabe und es wird mich auch sehr freuen, wenn ihr wieder Lust habt, mit mir in dieses alte Heft reinzuschauen. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht mit dieser Ausgabe oder in einem meiner Gameplay-Videos wieder.